Dropshipping, Online-Shops und Online-Marketing sind drei Themen, die gar nicht so weit weg sind. In diesem Video schauen wir uns ein Experiment an. Ein Experiment von Dominik Lebersorger, der versucht hat, in 14 Tagen so viel Umsatz wie möglich mit einem neuen Online-Shop und Dropshipping zu machen. Was Dropshipping ist, was ich davon halte und wie das Experiment ausgegangen ist, siehst du in diesem Video. Hierbei soll man relativ risikofrei das Potenzial haben, wirklich große Summen zu erwirtschaften. Doch wie schwer... Genau, also risikolos und große Summen zu erwirtschaften, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Lockmittel. Wird ein bisschen als schneller, hektisch, reich sozusagen Methode gerne verkauft, auch in Coachings und so. Ja. Dropshipping wirklich? Kann man da einfach so einsteigen und kann ein E-Commerce-Anfänger wie ich Gewinn machen? Das finden wir... Mich würde interessieren, was denkst denn du? Hat dieses Experiment funktioniert und was hältst du grundsätzlich von Dropshipping? Beziehungsweise wie einfach ist dieses Businessmodell? Ende von diesem Video raus. Aber wie funktioniert Dropshipping eigentlich? Nun, Dropshipping ist ein Geschäftsmodell, bei dem man eigentlich Waren verkauft, die man gar nicht auf Lager hat. Man sucht sich ein Produkt von einem Hersteller, erstellt dann einen Online-Shop und verknüpft diesen mit dem Hersteller direkt. Wenn jemand jetzt eine Bestellung in meinem Online-Shop tätigt, kommt diese direkt zum Händler und der Kunde bekommt sein Produkt, ohne dass ich das überhaupt sehe. Ich hingegen erhalte die Differenz zwischen meinem Verkaufspreis und dem Verkaufspreis des Händlers als Gewinn. Ich finde super erklärt, was das Dropshipping ist. Also wir verkaufen Ware, die wir niemals sehen. Der Hersteller schickt es direkt an meinen Endkunden dann weg. Das hat ehrlich gesagt sehr viele Probleme. Wenn wir irgendwie 100% Online-Shop-Kunden haben, haben ca. 5 bis 10% verwenden das Dropshipping-Modell. Alle anderen machen andere Methoden. Es ist aber zum Start gar nicht so schlecht. Problem ist, du kannst die Qualität der Produkte vorher nicht sehen oder auch bei Lieferproblemen oder bei Qualitätsproblemen des Produktes hast du immer ein Thema, weil der Kunde meldet sich ja bei dir. Dann musst du mit dem Hersteller streiten oder uns sich anschauen, was macht man mit der Retoure. Da du die Ware nie gesehen hast, kannst du da nie Qualität sicherstellen und das ist auf jeden Fall eine Stolperfalle. Ich verkaufe mal Produkte teurer, als sie eigentlich sind. Aber das ist okay, denn man übernimmt das Marketing. Ja, also dass Produkte teurer verkauft werden, als es der Hersteller in der Produktion kostet, ist normal. Der ganze Handel funktioniert so. Die Margen sind zwischen 80 und 10%. Ich glaube, so eine gesunde Anzahl wäre im Bereich so 50%, glaube ich, ist schon ganz normal und gesund, weil man hat eben Online-Shop, man muss Marketing machen, Verwaltung, Management, Retouren. Da ist ja in Wahrheit sehr, sehr viel dahinter. Den Vertrieb und trägt das Risiko für die Kundenzufriedenheit. Dadurch hat man das Potenzial, wirklich riesige Mengen abzusetzen, da die Hersteller von diesen Produkten meistens einwandfreie Lieferketten haben und dadurch hat man im Umkehrschluss das Potenzial, einfach richtig viel Geld zu verdienen. E-Commerce. Also ja, natürlich ein Hersteller, der produziert und auf Dropshipping ausgerichtet ist, versteht Lieferung. In der Corona-Zeit hatten wir sehr viele Probleme trotzdem damit, weil China nicht liefern konnte, weil einfach diese Lieferwege doch nicht funktioniert haben und man einfach Dutzende unzufriedene Kunden hatten. Was anderes ist natürlich, wenn ich die Ware in meinem Lager habe und die von dem aus versende. Ehrlich gesagt, auch da funktionieren Lieferketten normal, weil gehe ich zur Post oder zur DHL oder wer auch immer mein Partner ist, kann meine Ware genauso gut versenden. Aber natürlich, ich habe den Weg, der Hersteller sendet das zu mir, ich muss es im Lager haben, ich habe Lagerverwaltung, ich habe auch das Risiko, was ist, wenn ich es nicht verkaufe. All diese Themen habe ich natürlich bei Dropshipping nicht. E-Commerce ist eine Branche, wo wirklich viel Geld liegt, demnach liegt auch wirklich viel Konkurrenz da drinnen. Und jetzt stellt sich die Frage, schafft das ein Penner wie ich? Ich habe mich also dazu entschlossen, das Internet nach potenziellen Produkten zu durchsuchen. Ich war auf vielen Seiten, wo man angeblich Winning Products finden kann, also Produkte, die gerade im Hype sind und einfach am Zahn der Zeit sitzen. Das ist auch ein Problem der ganzen Industrie aus meiner Sicht, nämlich man sucht eher nach Produkten, die in der Marge super interessant sind. Dann kreiert man einen Shop, der genau nur ein Produkt drinnen hat. Und jetzt stelle ich die Frage, wann hast du das letzte Mal ein Produkt in einem Shop gekauft, wo es in dem Shop nur ein oder zwei Produkte gab und sonst nichts anderes? Beziehungsweise, oder manche Shops haben es dann sogar katastrophal, dass sie ganz verschiedene Arten von Produkten haben. Also den Haarschneidemaschine und dann vielleicht Silikon-Tupperdosen oder was auch immer. Der Zugang, glaube ich, rentable Produkte zu finden, kann am Anfang richtig sein, aber es geht, glaube ich, immer darum, eine Brand aufzubauen, dann sozusagen bekannt zu werden für eine Produktkategorie, die hoffentlich sehr qualitativ oder eben sehr günstig oder irgendwo muss ja auch ein USB da sein. Da ist Dropshipping ja nur eine andere Art der Produktbeschaffung, aber sozusagen schnell hektisch reich werden, irgendein Produkt, hohe Marge und dann das irgendwie mit Ads versuchen sozusagen hoch zu skalieren, sieht man in dem Video, wie gut es funktionieren wird.
sitzen und die sich am Ende des Tages verkaufen wie Klopapier im März 2020. Jedoch habe ich dann irgendwann gedacht, wenn diese Produkte schon auf solchen Seiten sind, dann wird es ziemlich viele Leute geben, die genau diese verkaufen, und deshalb habe ich mich dann auf TikTok begeben, um dort nach aktuellen Trends Ausschau zu halten. Und ich fand Folgendes. Meiner Meinung nach war dieses Produkt perfekt. Es war praktisch, billig, löste ein Problem und das Wichtigste, es sah irgendwie spektakulär aus und man konnte damit coole Videos machen. Also, wie gesagt, Produkt an sich geil, für sich alleine nur halt wahrscheinlich nicht geil genug. Also natürlich in der Marge und alles super gut, aber würde ich TikTok-Werbung sehen und dann komme ich auf einen Shop, was genau ein Produkt hat, würde ich niemals kaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist halt das Problem. Wenn das, weiß ich nicht, wer ein großer Brand anbieten würde, eine Brand, der ich vertraue, ein großer Auto-Online-Händler, dann sieht es natürlich anders aus. Und ein guter Hinweis ist, dass auch Möbelhäuser, also zum Beispiel österreichische kenne ich eine Kette, aber auch andere, wenn die sagen, das Produkt gibt es nur online, ist das auch in Wahrheit ein klassisches Dropshipping-Modell meist. Die bestellen die Ware auch dann nur, wenn sozusagen es gekauft wurde und sie nehmen es sich eben nicht auf Lager. Also Dropshipping ist per se nicht zu verteufeln oder gut oder schlecht. Man muss es halt nur sinnvoll einsetzen und nicht nur dem schnellen Geld hinterherjagen. Und je mehr coole Videos man machen kann, desto mehr Aufrufe und desto hoffentlich mehr Verkäufe. Ich hatte also mein Produkt und es war Zeit, mich an den Online-Shop zu wagen. Heutzutage gibt es unendlich viele Tools, um einen Webshop zu erstellen. Fun Fact, ich habe damals vor YouTube so semi-erfolgreich T-Shirts verkauft, also so auf eigene Modemarke mäßig. Was ich damals benutzt habe, war Shopify, aber Wix und Squarespace sind, denke ich mal, auch gut. Keine Werbung an dieser Stelle. Jedoch benutzen die meisten Dropshipper Shopify und so habe ich das einfach auch gemacht. Doch anstatt... Wix und Jimdo ist so ein Thema, das ist eigentlich für Kleinstunternehmer, die vielleicht 3 Verkäufe im Jahr oder im Monat machen wollen. Ich würde auch empfehlen, auf jeden Fall mit Shopify zu starten. Das beginnt ja ab 30 €. Das soll es auf jeden Fall wert sein. Also auch wenn man herumspielt mit einem Shop und unklar ist, wie viel man verkauft, ist das schon ein Investment, das man braucht. Statt das selbst zu machen, habe ich beschlossen, einen Experten heranzuziehen, um den Shop einfach so gut zu machen, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen. Auf Fiverr gibt es jede Menge Angebote, wo man sich so um ca. 100 € einen Shopify-Store erstellen lassen kann. Ich hatte aber das Glück, dass jemand in meinem Freundeskreis mit Dropshipping vertraut ist und der konnte das einfach. Es gibt auch wahnsinnig viele YouTube-Tutorials dazu und ich weiß noch von damals, dass das wirklich nicht schwer ist. Ich wollte aber trotzdem... Genau, also Shopify Shop kann wirklich jeder aufbauen, das sehe ich ganz genauso. Und man kann das auch um 100 € kaufen. Fairerweise muss man klar sein, wie viel Arbeit wird der investieren, dieser Freelancer aus irgendeinem Land, der sozusagen das für dich aufbaut. Der installiert halt irgendein Template, schaut, dass das Basis funktioniert und wird sich vielleicht eben mit Datenschutz nicht auskennen oder gewisse Konfigurationen und wird dich gar nicht abholen, was du brauchst. Für so einen Test reicht es aber auch wirklich, ein Tutorial zu verwenden oder eben 100 €. Dafür ist es wirklich vollständig ausreichend, wenn man jetzt einfach einen Shopify-Shop zum Testen braucht. Trotzdem einfach nicht die Zeit investieren und einfach einen Job haben, der so gut ist, wie er nur irgendwie sein kann, um die Ergebnisse so gut zu machen, wie sie nur irgendwie sein können. Ich will einfach die maximalen Ergebnisse aus diesem Experiment rausholen. Ich hatte noch meine Skills als Videograf scheinen lassen, um da einen Werbeclip zu erstellen. Ja, ist natürlich cool, gell? Als Videografen kannst du die Werbemittel dann erzeugen, also Foto- und Videomaterial, weil er muss es ja bewerben. Also egal was du machst, jedes Business, egal wie gut du bist, egal wie gut dein Produkt ist, keiner auf der Welt kennt dich oder noch nicht und keiner wartet auch auf dich fairerweise. Und dann ist das natürlich von Vorteil, wenn man so einen Skill bereits kann. Zu erstellen, der dem Ganzen einen hochwertigen Feel gibt. So. Und somit war eine neue Firma namens Antidrop geboren. Okay Freunde, das hier ist unser Online-Shop. Ihr seht schon, man kann hier versandkostenfrei bestellen. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich unbedingt haben wollte. Dann sieht man hier das Produktvideo, die Startseite, normal der Shop und dann eben die Kontaktinformationen, die müssen da drin sein. Wir haben uns entschlossen, mit Sicherheit zu werben, darum haben wir da so Texte. Schauen wir mal, ob der Shop auch noch online ist, antidrop.com. Okay, entweder ich habe es falsch geschrieben, scrollen wir nochmal da, anti-drop.com, anti-drop.com. Okay, also gibt es scheinbar nicht mehr, wurde scheinbar ein anderes Projekt drauf. Und dann eben die Kontaktinformationen, die müssen da drin sein. Wir haben uns entschlossen, mit Sicherheit zu werben, welches man in den Einkaufskorb legen kann und dann einfach kaufen kann. Um ehrlich zu sein, war ich zu diesem Zeitpunkt wirklich zuversichtlich. Ich hatte einen stabilen Online-Shop, Produkte, die ich selbst cool fand und ein Werbevideo. Doch jetzt war es an der Zeit, mich an den Aspekt zu wagen, vor dem ich ein bisschen Respekt hatte. Aber ist jetzt schon gut vorbereitet. Also wie gesagt, so ein Produkt, so ein Shopify, so Basis, das kriegt man schnell hin. Foto-Videomaterial ist eine Herausforderung, kann er aber in dem Fall. Und damit dann schaut, hat er schon ein Bild und Gesicht. Das scheitern wirklich schon sehr viele bereits dabei, wenn man es halt selber machen muss, weil man ja kein Geld hat. Aber es ist eigentlich ganz stabil. Das Grundproblem bleibt, das ist ein Shop mit einem Produkt, einer Marke und eines Betreibers, den ich nicht kenne.
und zwar Marketing. Ich verstehe nicht viel von Marketing, aber ich verstehe viel von Social Media und das ist ja heutzutage mehr oder weniger dasselbe. Viele Dropshipper schalten Werbung auf Facebook und Instagram. Ich habe mich am Anfang mal dagegen entschieden, da ich organisches Marketing machen wollte, damit sich die Werbung dann bestenfalls nicht wie Werbung anfühlt und wir außerdem einfach keine Kosten. Dropshipper verwenden primär Social Media Ads, weil das Thema ist, dass es die Nachfrage nach so einem Produkt meist in der Google-Welt nicht gibt. Deswegen haben wir sicher auch im Marketing wenig Dropshipper als Kunde. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, jeder beide Kanäle. Also auf der einen Seite Paid Social Ads oder Paid Google Ads oder eben organisch. Das heißt SEO, das wird jetzt für 14 Tage ein schlechter Kanal sein, weil SEO viel länger dauert. Oder eben Social Media organisch. Fairerweise auch das wird jetzt in 14 Tagen nicht explodieren. Also das kann man nicht vorstellen, egal wie viel er postet, egal wie gut das Material ist, das wird nicht explodieren. Dafür haben. Da organische Reichweite für Instagram und Facebook aber leider heutzutage ein Fremdwort ist, habe ich beschlossen, mich auf die Plattform TikTok zu wagen. Ich denke, TikTok ist unsere beste Anlaufstelle, einfach weil man dort mit einem frischen Account, der 0 Follower hat. Fairerweise, das Video war auch vor einem Jahr aufgenommen, hat mittlerweile, Gratulation, 1 Million Aufrufe. Genau, aber da war dieser Hype noch stärker da. Auch TikTok ist heute noch immer eine super Idee und es wird immer besser angenommen tatsächlich von Usern, darüber aufmerksam zu werden auf Produkte und die zu kaufen. Da gibt es immer mehr Stories, die mir unterkommen, also super Idee eigentlich. Trotzdem Aufmerksamkeit kriegen kann, wenn die Videos funktionieren sollten. Wenn wir es dort einfach nur schaffen, Klicks zu ziehen und mit ein paar smarten Call-to-Actions Leute auf die Seite ziehen, dann sollten wir imstande sein, diese Anti-Drop-Dinger zu verkaufen. Ich habe dann einen neuen TikTok-Account erstellt und mich an die Arbeit gemacht. Ich weiß, wie man TikToks schneiden muss, damit sie Potenzial haben, viral zu gehen, und genau nach diesem mathematischen Schema habe ich diesmal auch gearbeitet. Das hier braucht jedes Auto. Vor allem beim derzeitigen Wetter sind meine Seitenspiegel oft voller Wasser oder beschlagen und dann sehe ich einfach nicht. Das ist super gefährlich, aber diese Aufkleber lösen das. Die sind wasserabweisend und Thema ist sicher, dass er ja deutschsprachig scheinbar die Videos aufgebaut hat und seinen Shop. Die englischsprachige Community ist natürlich eine viel größere, natürlich ist der Wettbewerb härter, aber die Chance ist natürlich viel höher. Oder natürlich, man startet multilingual, aber für ein 14-Tage-Experiment ist klar, dass man da auf Deutsch aussteuert. Ich kenne aber viele oder beziehungsweise einen, den Andreas König und sein Partner, die haben ja auch mit Dropshipping und waren sehr erfolgreich, bringen das auch anderen bei, Grüße hiermit. Aber die haben mit dem englischsprachigen Raum begonnen und gar nicht mit dem deutschsprachigen. und sorgen für klare Sicht. Ich habe 3 Videos gepostet, ein paar Tage gewartet und das war der Zwischenstand. Unsere Werbekampagne scheint Früchte zu tragen. Ich zeige euch mal, was ich so fabriziert habe und was dabei rausgekommen ist. Es ist nämlich meiner Meinung nach absolut insane. Und zwar war das Ganze einfach viel erfolgreicher, als ich jemals gedacht habe, dass es sein wird. Spannend, Video, 40.000 Aufrufe und ein paar Abonnenten schon. Was denkst du, wie sich das jetzt auf den Shop, bevor wir es uns anschauen, ausgewirkt hat? Ich bin gespannt, was du jetzt raten würdest und jetzt bin ich gespannt dann auch natürlich, was es dann wirklich erzeugt hat. Ich bin da nämlich sehr, sehr kritisch. Ein Video hat einfach über 200.000 Aufrufe, das hier hat 38.000, das hier nochmal 3.000. Wir haben 200 Follower, also hat diese Werbekampagne eigentlich fast eine Viertelmillion Impressionen erreicht. Das war absolut vielversprechend. Wenn sich von diesen 200.000 Leuten nur ein paar Leute auf die Seite verirren, dann sollten wir jede Menge Sales machen. Ich meine, wenn von diesen 200.000 Leuten, die das gesehen haben, nur 0,1% gekauft hätten, hätten wir 200 Verkäufe, was irre viel Geld wäre. Ich habe dann noch eine Werbekampagne um 100 € auf Facebook und Google geschaltet. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr 100 € mit Facebook und Google meint. 50 € dort, 50 € dort, vielleicht erfahren wir es noch. 50 € in der Google-Werbung ist gar nichts. Wie gesagt, es ist auch schwierig, hier Keywords wahrscheinlich zu identifizieren. B, hat er ja keine Erfahrung damit. Das heißt, die Chance, dass der das Geld verbrennt, weil einfach seine Kampagnen schlecht sind, natürlich auch mega hoch. Plus, die Budgets sind viel zu wenig. Also um da einen vernünftigen Sale hinzubekommen, bringen dir 100 € nichts. Die meisten starten zwischen 500 und 1000 € Werbebudget pro Monat. Sagen wir mal für 14 Tage die Hälfte, also 250 bis 500 € Mindestbudget pro Kanal. Also Facebook wäre einmal und einmal Google. Und das Thema ist schon, ist ganz klar, wenn ich Werbung ausgebe, ist ja die Frage, wie viel verdiene ich dann, wenn der Kunde kaufen würde? Also wie viel kostet das Produkt und wie viel bleibt dir übrig nach all deinen Kosten? Und wenn du nur ein Produkt hast, hast du ja den größten Nachteil, dass der Customer Lifetime Value, sprich wie oft kommt der Kunde und wie oft kauft er bei dir, bei einem One-Product, das du vielleicht jetzt einmal alle 5 Jahre brauchst, weil du vielleicht nicht so oft Auto wechselst und du verdienst 20 €, dann ist das schon in der Grundkonzeption ein Problem, weil die meisten oder viele verdienen
erst nach dem Erst- oder Zweitkauf. Also was wäre ein Vergleich? Lebensmittel sind ja bei Sponsoren sehr, sehr beliebt, weil ich ja jede Woche wiederkomme und wieder kaufe. Also wenn ich, weiß ich nicht, ein Getränk, kaufe ich das vielleicht alle 2 Wochen und trinke das oder trinke das täglich. Proteinshakes, die sind so beliebt, sollte man ja täglich trinken. Ja, aber natürlich, wenn der natürlich sozusagen 5 Jahre lang dann kauft und ich den bei mir halten kann, dann verdiene ich sehr viel in dieser Customer Lifetime Value. Wenn man da mehr einnimmt, als man ausgibt, ist man offiziell profitabel und kann das Ganze dann einfach hochskalieren. Ich habe außerdem ein paar Instagram-Autoseiten geschrieben, wie viel die für einen Shoutout wollen und ob die das machen würden. Ich bin gespannt, was für Rückmeldungen wir da kriegen, wie viel die so wollen und wie effektiv das sein wird. Es sind mittlerweile ein paar Tage vergangen, seitdem ich den Seiten geschrieben habe. Mir hat einfach niemand zurückgeschrieben. Aber wir haben jetzt zurückgeschrieben. Das ist auch unsere Erfahrung, dass das normalerweise sehr zart ist, weil die ja auch tausende Zuschriften kriegen, wenn du Reichweite hast. Und das ist so ein Learning, weil der Dominik hätte in seinem Experiment seine Reichweiten nutzen können. Wenn der das in den YouTube-Videos gepublished hätte auf seinem persönlichen Instagram-Account, dann wären sicher einige Sales passiert, weil man den Dominik vertraut als Brand und weil er die Sichtbarkeit hat. Das neu aufzubauen ist ein Thema. Deswegen, du hast immer das Business-Thema und das Reichweiten-Thema. Und genau, das ist am Anfang natürlich schwierig, weil du beides irgendwie balancieren musst. Geschrieben hat, sind 2 Jungs, die im Dropshipping wesentlich erfahrener sind als ich. Und was man da so reißen kann, fand ich absolut irre. Mein Name ist David Schörkmeier, bin 27 Jahre alt und seit 2017 sind wir gemeinsam im E-Commerce tätig. Wir haben mit Amazon FBA gestartet und haben dann über Dropshipping unseren Weg ins wirkliche E-Commerce mit Branding und eigenen Marken gefunden und haben in dieser Zeit ungefähr über 8-stellige Umsätze erwirtschaftet. Ja, genau. Also scheinen mir seriös, die Burschen, obwohl die 2 Coaches, das ist auch immer so ein bisschen ein Thema, wie seriös sind die wirklich. Viele behaupten Dinge, die einfach nicht passieren. Umsätze sind nicht gleich Gewinne, ist auch etwas, was man sehr gerne verwechselt. Und da würde ich extrem kritisch sein. Dort, wo die Burschen gerade sich aufhalten an dem Ort, sozusagen, es ist ja auch manchmal ein Indiz, sozusagen, wie es denen geht, was für Uhren die tragen und so weiter. Und da ist der Balanceakt schwierig. Also aus meiner Sicht ein Coach, der dann hinter sich 3 Ferrari stehen hat, finde ich genauso kritisch wie jemand, der in einem leeren Büro auf einem Ikea-Schreibtisch sitzt. Also, und da schauen beide vernünftig aus. Mein Name ist Lukas, ich bin 25 Jahre alt und wir haben das eigentlich alles gemeinsam gemacht. Also gibt es nicht sehr viel zu ergänzen. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ein Store von euch profitabel wurde? Oder wie war generell so die Lernkurve bei dem Ganzen? Was bei uns ein bisschen anders ist, wir haben nicht mit Dropshipping gestartet, sondern wir haben damals 2017 mit Amazon FBA gestartet. Also das ist ja so ein Amazon FBA, heißt, die Ware liegt im Amazon-Lager im Normalfall und ich verkaufe primär auf Amazon. Und die Abwicklung passiert nicht über meinen Online-Shop und meinen Hersteller, sondern eben über Amazon. Mit dem Nachteil natürlich, mein Hersteller muss es zu Amazon senden und Amazon verwaltet ab dem Zeitpunkt alles. Amazon ist, kenne ich viele Aussagen, ist ein Online-Shop zu gründen und profitabel zu werden ohne Amazon als Kanal und dort gelistet zu sein, fast unmöglich mittlerweile, außer du bist schon eine große Brand. Aber das ist meist der Weg, das sozusagen dort zu testen und zu schauen. Amazon ist Segen und Fluch zugleich, aber dazu gerne in einem anderen Video mehr, wenn dich das Thema interessiert. Aber ja, ist ein herkömmliches Vorgehen. Also ich weiß nicht, sagt dir Amazon FBA was? Das ist quasi so wie Dropshipping, nur über Amazon meines Wissens nach, oder? Ja, nur dass du die Ware produzieren lässt und direkt in Deutschland einlagerst. Dadurch ist das Ganze mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und mit dem haben wir gestartet. Deswegen ist es. Wenn du Prime nutzen magst, dann musst du im Amazon-Lager sein. Dadurch schaffen sie es, dass am nächsten Tag es bei dir ist. Thema ist, Amazon macht das nicht kostenfrei für dich. Das kostet schon relativ viel deiner Marge. Deswegen ist das unter anderem Segen oder Fluch. Schwer zu sagen, ob bei uns direkt der erste Store funktioniert hat, sondern es war ja ein bisschen was anderes. Da haben wir schon viel Erfahrung gesammelt in dieser Zeit und nach 2 Jahren erst, also 2019 dann, haben wir erst mit Dropshipping gestartet. Und da kann man aber eigentlich sagen, dadurch wir die ganze Vorerfahrung im E-Commerce schon hatten, hat eigentlich direkt der erste Store funktioniert bei uns. Okay, krass. Und in welchem
Also muss man sagen, die haben jetzt 2-3 Jahre Zeit investiert. Natürlich sagen sie jetzt nicht wie viel, weil es auch nicht die Frage war, aber gehen wir davon aus, die haben 10 bis 20 Stunden, vielleicht sogar 30 Stunden investiert darin und pro Woche. Dann sind 2 Jahre schon viel Geduld, die mitgebracht haben. Und ich glaube auch, dass man einfach, wenn man die Geduld und kontinuierlich dran bleibt, relativ irgendwann auf schon ein erfolgreiches Dropshipping oder E-Commerce-Business aufbauen kann. Aber es braucht halt Zeit. Es ist nicht 2 Stunden, schaue ich mir Videos an und dann bin ich reich. Welchem Ausmaß hat der so circa funktioniert oder was war das für ein Produkt und worauf habt ihr da so geachtet? Das ist eigentlich ganz witzig, da gibt es ein YouTube-Video dazu. Es waren so Bänder gegen Moskitos, das haben wir damals verkauft und die haben wirklich gleich extrem sehr gut funktioniert. Da haben wir, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, aber kann man im YouTube-Video sowieso nachschauen, ich glaube 8.000 € in der ersten Woche Umsatz gemacht. Okay, das Ganze kann... Aber spannend, gell? Das Produkt kostet 60 Cent. Von mir aus muss man 5 Stück auf einmal kaufen. Wir haben Versandkosten und so weiter und Produktionskosten. Ich meine, das wird 2 Cent kosten in der Beschaffung tatsächlich vom Hersteller her. Wird sicher ein China-Produkt sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, Umsatz darf man nie vergessen mit Gewinn. Und du hast ja immer Umsatz minus Kosten ist dein Rohgewinn vor Steuer. Das heißt, wenn du sagst, ich habe 2.000 €, bleibt dir übrig an Gewinn, kommt auf deine Steuerklasse an, also zwischen 20 und 50% nochmal abziehen, dass du für Steuern und so weiter zurücklegen musst oder bezahlen musst. Also muss man immer aufpassen, wenn man eine Zahl hört, wie die gemeint ist, brutto oder netto, das haben wir hier auch nicht gehört und so weiter. Also da gibt es schon ein paar Dinge, wo man sich ein bisschen besser darstellen könnte. Ich will es denen nicht unterstellen, aber man sich besser darstellen könnte, als dass man ist. Das kann also wirklich wahnsinnig profitabel sein. Und wie profitabel mein Shop ist, werden wir jetzt rausfinden. Nach der Erstellung eines Online-Shops über 200.000 Aufrufen, einer 100 € Werbekampagne für ein Produkt, welches nur ein paar Euro kostet. Okay, also 100 € eine Werbekampagne, also war beides 50 €. Ist nach circa 2 Wochen Folgendes passiert. Durch die organischen TikToks konnten wir von 200.000 Leuten 185 Besucher auf die Seite kriegen. Durch die Google- und Facebook-Kampagne. Also müsst ihr euch auf 200.000 Aufrufe, 185 Leute waren im Online-Shop, die geklickt haben. 47. Von diesen 232. Also ich habe es ein bisschen überspielt, also 47 waren über 100 € kamen, also 50 Cent pro Klick kamen über beide Werbeformen. Das grundsätzlich ein okay Wert ist. Ich glaube für Social Media vielleicht zu hoch, kommt drauf an, da weiß ich die Preise nicht mehr. Im Google Ads liegt es immer zwischen 20 Cent und 2, 3, 4, 5 € bei Produkten. Ja, bei Dienstleistungen oder B2B geht es deutlich höher. 32 Besuchern hatten das Produkt 2 Leute im Warenkorb und wirklich gekauft haben 0 Leute. Wir erzielen damit... Also wir hatten 230 Klicks auf dem Online-Shop und 2 Leute haben sich in den Warenkorb gelegt. Warenkorb legen kann auch ein bisschen ein Abspeichern sein. Würde ich jetzt bei dem Shop nicht unterstellen, aber wenn du jetzt Zalando shoppst, lege ich mir auch manchmal was in den Warenkorb, um es mir zu speichern, um mir zu überlegen, ob ich es mir kaufe. Genau, aber wir haben, sagen wir mal, es wären 2 potenzielle Conversions gewesen, haben wir 1% Conversion-Rate. Und ein schlechter Shop performt tatsächlich nur zwischen 0,5 und 3%. Das ist so die Range. Also das ist im Vergleich zum Handel, wenn man sagt, jemand geht ins Geschäft hinein und wie viele kaufen, ein sehr schlechter Wert, ist aber in der Online-Welt tatsächlich so, kommt aber sehr stark auf die Qualität der Kampagnen an und der Qualität der Videos. Also das kann man schon höher drehen, diese Zahl, aber 0 Bestellungen, wenn das Endergebnis ist das natürlich wirklich sehr enttäuschend zumindest. Damit also kein Profit, sondern ein Verlust von ca. 150 €. Perfekt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich genau wie ich, warum? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Darum habe ich nachgefragt. Was würdet ihr jemanden wie mir raten, der jetzt vielleicht so die Basics so ein bisschen kennt? So? Eine Sache wollte ich zuvorhin noch ergänzen. Bei uns hört sich das so cool an. Der erste Store hat gleich so gut funktioniert und dann probiert das irgendwer und denkt sich, wieso ist das bei mir nicht so? Ist das jetzt gelogen oder was ist da? Also auf jeden Fall, das Ganze hat sich mit der Zeit sehr verändert. Früher war es noch viel leichter, wo wir gestartet haben. Heutzutage, um deine Frage zu beantworten, finde ich, man muss sich ein bisschen, also die meisten, die Dropshipping starten wollen, die schalten selber nicht genug den Kopf ein. Also sie sehen ein Produkt, sehen irgendeinen Store. Also
Sehr sympathisch, jetzt nicht nur, weil er meiner Meinung ist, weil es sonst ein bisschen ein realistisches Bild. Ich glaube, er will auf 2 Sachen raus. Zeit dem Ganzen geben zu lassen, vermute ich mal, und sich in die Rolle des Users, des Endkunden oder einfach selber zu denken, wo kaufst du ein? Also reagierst du auf die TikTok-Werbung oder auf Instagram, wann kaufst du ein Produkt? Nur durch, wenn du es einmal siehst, musst du es mehrfach sehen und dann aber auch Business Case rechnen, weil wenn ich natürlich 17 Mal auf Instagram Werbung schalte und nur nach dem 18. Mal der Kunde mir kauft und ich verdiene am Verkauf 30 Cent, dann ist logisch, dass es nicht ausgeht. Das heißt, danach kann ich natürlich mein Unternehmen oder Online-Shop ein bisschen strukturieren und Erfahrung sammeln. Sehen, der verkauft das gut und machen genau das Gleiche, kopieren den einfach. Im schlimmsten Fall sind die Leute, die wirklich alles 1:1 kopieren. Sowas würden wir jetzt nie wieder machen. Die meisten machen es so, sie machen es gleich, nur einfach ein bisschen abgeändert, damit es nicht eine 1:1 Kopie ist. Aber wenn man sich wirklich hinsetzt und bei einem Produkt, wo man weiß, okay, das hat schon jemand gut verkauft. Dieses Kopieren war ganz stark bei diesen Massagepistolen. Ich weiß nicht, ob du diese schon mal gesehen hast. Diese Dinger verkauft ja Hunds und Kunz. Mittlerweile nämlich auch der normale Handel, weil das eben so gut ging. Und da gab es halt tausende Shops, die das verkauft haben und Werbung geschalten haben. Sich vielleicht eine eigene Marketingstrategie einfallen lässt, dann kann das Ganze nochmal viel besser funktionieren. Also da habe ich auch mal in einem YouTube-Video gesehen, da hat einer drüber geredet. Er hat ein Produkt gefunden und das war irgendein Produkt für Fußball, damit man da eben besser wird beim Schießen, irgendein Tor mit Löchern oder so. Und das wurde millionenfach verkauft. Der hat sich das dann angeschaut, ist in die Kommentare gegangen und da waren nur Mütter, die geschrieben haben, ich kaufe das meinem Sohn. Dann kommt er endlich mal raus, ist weg vom Smartphone und so weiter. Der hat dann den Store gebaut und hat das eben auf das vermarktet an Mütter, damit die Kinder endlich mal rausgehen und heutzutage nicht nur am Smartphone hängen. Ja, ist halt schlau, also so Bewertungen zu lesen oder die Probleme der Kunden zu lesen und zu verstehen, ist tatsächlich eine Strategie, die man immer wieder unterkommt. Das sind natürlich auch Zufälle, also irgendwie aufmerksam, Arbeit und irgendwo natürlich auch ein bisschen Glück, aber man sagt ja, der Fleißige hat öfters Glück als eben der Nicht-Fleißige. Aber natürlich, wenn du das verstehst, dann kann das natürlich funktionieren. Und das hat einfach noch viel besser performt bei dem. Also es war irgendein Amerikaner, der hat da mehrere Millionen damit gemacht. Der Marketing-Aspekt ist das A und O. Und da ist wahrscheinlich, das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir sind beide gelernte Programmierer, also wir kennen uns mit der Technik aus. Ich selber habe dann im Designbereich mich auch noch ausgetobt und dadurch waren wir eine perfekte Ergänzung für. Genau, also so wie der Dominik ja auch Vorteile hat in Foto- und Videografie, haben die Vorteile gehabt, dass er sich sehr interessiert, aber du hast sehr viele Gewerke, also Design, Programmierung, du hast Facebook-Ads schalten, Google-Ads schalten, dann hast du Identifizierung von Produkten, du musst irgendwie Unternehmerwissen oder Mindset haben, das man sich ja aneignen muss. Also sind so viele Baustellen, in denen du gut werden solltest oder halt zumindest alles auf irgendwie ein normales Niveau hast. Und wenn du natürlich Vorkenntnisse hast und eben Programmierer bist oder eben Videograf, dann hast du natürlich einen Punkt weniger, den du sozusagen bewältigen musst oder wo du dich einlernen musst. Für die ganze Branche, würde ich sagen, zum Starten. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich wirklich dachte, dass es einfacher ist. Ich dachte, Videos machen und Internetzeug habe ich drauf, also wird es für mich kein Problem sein, da ein paar Sales zu machen. 0 Verkäufe war ein harter Reality-Check, nicht das Ergebnis, was ich wollte, aber ein authentisches und darum soll es auch gehen. Jetzt im Nachhinein war es vielleicht auch ein bisschen naiv von mir zu denken, dass ich in so kurzer Zeit was reißen kann. Dropshipping ist, denke ich, trotzdem noch ein legitimer Weg, Geld zu verdienen. Ich habe mir von den Jungs aber auch sagen lassen, dass es heutzutage viel schwerer ist als damals. Und bitte, Freunde, merkt euch eins, so etwas wie schnelles Geld gibt es nicht. Wie bei jeder anderen lukrativen Branche braucht man dort ein sehr großes, sehr genaues Skillset und die Konkurrenz schläft nicht. Wenn genügend Leute Bock haben, mache ich aus diesem Selbstexperiment eine Reihe, in der ich teste, mit welchen anderen Wegen ich noch Geld oder eben kein Geld verdienen kann. Und das ist dann sozusagen die Fortsetzung von diesem 0 zu 1000 Euro Format, weil ich finde das hier einfach übersichtlicher. Genau, also auch meine Meinung, schnell hektisch reich werden kann ganz seltenen Fällen passieren. Das ist wirklich viel, viel mehr Glück. Aber den meisten funktioniert das nicht. Dropshipping ist aus meiner Sicht nichts Schlechtes. Es ist eine Methodik, die man verstehen muss. Und wenn man dem Zeit gibt, kann man damit erfolgreich werden, wie mit jedem Business oder mit vielen Business auf jeden Fall. Wenn du den Need am Markt verstehst und das passt mit Skills und
mit Geduld und Arbeitsaufwand, dann hast du natürlich die besten Karten. Einfach wird es trotzdem vermutlich nicht. Vielen lieben Dank, lieber Dominik. Auch Gratulation. Fun Fact, Dominik ist Wiener, genauso so wie ich. Also toll, dass du ein Video gedreht hast mit über 1 Million Aufrufen. Ganz, ganz toll. Viel Erfolg für deine weiteren Reihen und weiteren Experimente. Danke, dass ich reacten durfte. Und genau, für euch natürlich abonniert den Dominik, abonniert It Helps. Ich freue mich, dich bald im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.